Nach diesem Video kannst du das arabische Alphabet komplett und verstehst jeden einzelnen Buchstaben. Was geht ab, YouTube? Hier ist wieder... Ich habe jetzt in einem halben Jahr Arabisch gelernt und will die Leidenschaft zu dieser wunderschönen Sprache einfach mit euch teilen. Und deshalb geht es jetzt auch schon direkt los mit dem arabischen Alphabet. Der erste Buchstabe, wie ihr seht, ist Alif. Amani, sag mal Alif. Alif. Quasi könnt ihr euch merken wie 1, das ist ja eine 1. Der erste Buchstabe, A, ist bei uns genauso Alif, A, also genau das gleiche. Der zweite Buchstabe ist Bä. Ihr seht, ihr könnt euch vorstellen, wie euer Mund oder eure Lippe und ihr spuckt quasi das Essen aus, weil es so eklig war. Bä. Also das wäre quasi unser B. Der dritte Buchstabe, das ist das Ta. Und Ta könnt ihr euch merken, das sieht ja aus wie ein Emoji. Ich habe diesen Workshop schon gegeben auf einem christlichen Sommercamp. Also, was ist das hier? Let's go! Und da hatten wir gesagt, dass wir freuen uns, weil wenn wir uns an das deutsche T denken, ist es ja ein Kreuz, ne? Und weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, freuen wir uns, deswegen das T. Tha, wie das englische Thorn. Und das kannst du dir so merken, das ist genau das T, aber jetzt wollt ihr von dem T auf Th und hier fliegt so ein Luftzug, fliegt so durch diese 2 Punkte oder durch diese 3 Punkte durch, deswegen genau. Das Jim. Da könnt ihr euch einfach merken, das ist hier quasi so eine Wasserrutsche und hier, das seid ihr. Und ihr Jim rutscht quasi einmal runter, also J. Dann genau der gleiche Buchstabe, aber ohne den Punkt, ist jetzt das H. Das H. Wenn ihr im Winter eure Hände aufwärmt, dann macht ihr ja quasi diesen Ton. Und jetzt könnt ihr euch das merken, wenn ihr auf so einer McDonalds-Rutsche damals wart, da kann es schon mal ziemlich heiß werden. Genau, das ist wieder die gleiche Rutsche, aber jetzt ohne euch selbst als Punkt, ne? So, das ist jetzt das Cha. Und das könnt ihr euch jetzt so merken, wir hatten ja gerade den Punkt hier, dann hatten wir gar keinen Punkt und jetzt da drüben. Und es wird quasi immer härter in dem Sinne von der Rutsche her. Es war erstmal hier der Punkt J. Dann hatten wir gar keinen Punkt, das war schon so, es wird richtig heiß und jetzt ist es richtig hart. Jetzt ganz oben ist quasi das Schwerste, also es wird immer härter. Bring's mal dran, das ist das Del. Da könnt ihr euch einfach merken, hier, das sieht ja aus wie so ein kleiner Krokodilsmund. Hier, ich blende es nochmal ein. Da merkt ihr euch einfach The Crocodile, weil wir Deutschen sagen hier immer alles mit The, also The Crocodile. Weil wir jetzt aber ein richtiges Krokodil haben, das hat nämlich sogar schon Beute hier. Ihr seht, der Mund ist offen, aber da ist sogar Beute. Deswegen sprechen wir es auch richtig aus, deswegen The Crocodile. Das ist nämlich das The. So, das hier ist das Ra. Das könnt ihr euch merken, das sieht ja ein bisschen aus, wenn ihr es umdreht, wie das deutsche R. Das müsst ihr auf jeden Fall rollen, das ist ganz wichtig. Also das wie das deutsche R. Ra. Das ist das Z. Und da könnt ihr euch merken, das ist quasi hier wie so ein nerviges Moskito im Sommer. Und das ist eure Hand und ihr wollt quasi diesen Moskito zerschlagen. Deswegen Z. Was war das hier? Das war die Fliege. Und das ist das Sin. Und das merken wir uns einfach mit dem Sch, nämlich genau der gleiche Buchstabe mit den 3 Punkten drüber. Da könnt ihr euch merken, das SCH aus dem Deutschen quasi. SCH, Sch. Also 3 Punkte, 3 Bögen auch noch, deswegen Sch. Und jetzt quasi, wenn wir SCH nur zu dem S machen, also diese Punkte wegnehmen quasi, also nur einen Buchstaben haben, dann haben wir das Sin und das ist das S. Dann haben wir jetzt das Sad. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, das ist wie scharfe S im Deutschen quasi, wenn ihr das hier ein bisschen sehen könnt. Der einzige Unterschied ist eigentlich, dass danach, nach dem Sad, wird quasi der Vokal emphatisch ausgesprochen. Und jetzt, wenn wir bei dem Sad noch einen Punkt drauf machen, dann haben wir das Tha. Das könnt ihr euch einfach merken. Wir hatten ja gerade schon das Sad mit dem scharfen S. Jetzt machen wir noch einen Punkt dazu. Quasi jetzt wird es zu diesem Tha. Also es ist wieder emphatisch. Tha. Dann haben wir jetzt hier das Ta. Das ist ja wie unser deutsches T quasi basically. Wenn man es umdreht, ein großes T. Talib ist der Schüler. Und jetzt haben wir genau den gleichen Buchstaben, nur mit einem Punkt. Also hier wieder das Ta. Aber jetzt haben wir einen Punkt drauf und dann machen wir wieder, wie vorhin bei dem Sad, haben wir danach ein Tha gemacht. Jetzt haben wir ein Ta und dann machen wir dann auch daraus ein Tha. Jetzt hier das Ein. Das ist quasi, als ob man so würgen würde. Ein. Das ist ein ziemlich schwer auszusprechender Buchstabe, weil es eben nicht das normale A ist, wie das Alif, was wir am Anfang hatten, sondern das Ein. Assalamu alaikum. Und das könnt ihr euch zum Beispiel merken mit dem Ein, also quasi unser deutsches EIN. Ein wäre jetzt quasi hier Ein und ihr seht ja dieses E quasi hier drin, das große E. Das Schreibschrift E. Jetzt hier genau das gleiche wieder. Wir haben das Ein, aber noch einen Punkt drauf und das wäre jetzt das Rein. Und das könnt ihr euch so vielleicht so merken, dass da quasi irgendwie der Rhein fließt hier. Wir hatten ja vorhin das Ra, das ist das gerollte R und dann haben wir im Deutschen ja noch generell das R und das ist quasi das Rhein, also Rhein, R. Dann einmal
Das Fä, könnt ihr euch merken, sieht ja aus wie so ein richtig heißer Schlitten. Ein heißer Schlitten ist ja zum Beispiel ein Ferrari, deswegen F. Das hier ist nämlich das Qaf. Das Qaf, ein sehr schwer auszusprechender Buchstabe, nämlich, der kommt nämlich hier aus der Kehle. Da könnt ihr euch auch wieder den Ferrari merken hier. Und jetzt eben schnürt's einem die Kehle zu, wenn man einen Ferrari sieht, ne? Deswegen aus der Kehle Qaf. Das K, da haben wir eine sehr gute Eselsbrücke für. Ihr seht ja hier dieses Superman-Zeichen, ne? Was ist der Erzfeind vom Superman? Kryptonit, deswegen K. Das ist nämlich das K. Quasi unser deutsches K einfach basically. Das hier ist das Lem. Das ist quasi einfach unser deutsches L. Und da drehen wir quasi einfach, wenn wir es einmal umdrehen, dann wäre das ja unser deutsches L. Deswegen einfach spiegelverkehrt unser Lem. Also das hier ist das Min. Das sieht ja aus wie so ein Fragezeichen, nur ohne Punkt. Und wenn man sich eine Frage stellt, dann denkt man sich ja so, Deswegen, so könnt ihr euch das M merken. Genau, das hier ist das Nun. Quasi basically könnt ihr euch so vorstellen, wenn ihr es umdreht, seht ihr einmal so ein N eigentlich. Also N. Das ist das H, also das weiche H. Wir hatten hier vorhin dieses scharfe quasi wie man seine Hände aufwärmt. Und jetzt haben wir das weiche H. Das sind zwei ganz verschiedene Buchstaben. Da seht ihr zum Beispiel so eine Person mit seinem Gesicht und dem Körper hier und der winkt euch hier zu und sagt Hi, Hi. Und das ist das Wow. Das ist quasi einfach W. Da könnt ihr euch merken, wie so Wow. Das Hamza, das wird eigentlich ein bisschen kleiner geschrieben und das gibt es auch noch in verschiedenen Positionen, wird manchmal auf dem Alif geschrieben, auf dem Nun, ohne den Punkt dann oder auf dem Wow sogar auch, aber das ist noch ein bisschen advanced, laut, wo es danach stoppt. Also basically, wenn du irgendein Wort hast, dann sprichst du es ja flüssig aus, zum Beispiel Muallim, okay? Aber wenn ich jetzt quasi sage, ich packe dann Hamza rein, dann wäre das Muallim. Und das sind dann schon wieder ganz andere Bedeutungen, aber auf jeden Fall das Muallim. Und der letzte Buchstabe, das ist das Ja, quasi J. Da könnt ihr euch merken, das sieht ja aus wie so ein Nike-Zeichen. Und Ja von Just Do It, Ja, unser J, Just Do It. Genau, mit den 2 Punkten hier noch drunter. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen aus dem Video. Geht gerne nochmal das ganze Alphabet durch. Versucht euch jede Eselsbrücke einfach nochmal zu merken. Leider ist es nicht ganz so leicht. Tatsächlich hängt die Schreibweise des Buchstaben von der Position im Wort ab. Das heißt, am Anfang, in der Mitte und am Ende des Wortes werden die Buchstaben anders geschrieben. Das können wir mal im nächsten Video uns anschauen. Dieses Video war einfach nur dafür da, dass ihr meinen Eindruck davon bekommt und euch zumindest die Laute zu den jeweiligen Buchstaben merken könnt. Für mehr Arabisch-Content folgt mir gerne auf dem Channel. Und wenn ihr Bock habt zu sehen, wie ich Arabisch gelernt habe in 5 Monaten, dann schaut euch gerne dieses Video hier an und dann macht's gut. Ciao, ciao. Sag mal Bä. Sag mal Ein. Sag mal Kof.